schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Genau, mein Name ist Björn Gottstein. Ich war tatsächlich einige Jahre Leiter der Donau-Eschinger Musiktage. Darüber werde ich heute auch ein bisschen reden. Ich bin jetzt Sekretär des Kuratoriums der Ernst von Siemens Musikstiftung und sozusagen nicht mehr gestalterisch tätig, aber in der neuen Funktion, also die Stiftung, für die ich arbeite, hat das Buch Composing by Black mitfinanziert und so die Entstehung auch begünstigt. Also man ist der Sache sozusagen immer noch verbunden. Genau, worüber rede ich? Über verschiedene Dinge. Ich habe einen ziemlich umständlichen Titel. Es war sowieso so, dass man gebeten wird, einen Abstract zu schreiben und dann schöpft man natürlich aus dem Vollen und behauptet, man wird die ganze Welt erklären und dann fängt man an, den Vortrag zu schreiben und entdeckt, dass man wahrscheinlich nur einen Bruchteil dessen, was man behauptet hat, überhaupt erfüllen kann. Ich möchte trotzdem auf ein paar Dinge, die ich im Abstract angekündigt habe, eingehen. Ich gebe erstmal einen kurzen Überblick. Ich werde sprechen über Voraussetzungen der kuratorischen Praxis, über den Wandel im kuratorischen Denken, den wir in den letzten Jahren vollzogen oder beobachten können und der noch im Gang ist. Beispiele aus der kuratorischen Praxis, das habe ich gerade schon erwähnt, das wird der Hauptteil des Vortrags sein, weil ich da, glaube ich, am meisten und am authentischsten erzählen kann, und dann habe ich noch einen kurzen Ausblick am Schluss. Ich verwende in meinem Abstract den Begriff Ideologie bzw. Ideologiekritik, der dankenswerterweise vorhin schon mal aufgetaucht ist im Zusammenhang mit dem Buch von Henschel und der analysierten Oper. Der Begriff ist deswegen für mich relevant, weil der zum einen ein bisschen in Vergessenheit geraten ist und zum anderen er aber doch eine Perspektive ermöglicht, die uns ein bisschen abhanden gekommen ist. Wenn ich das mal sozusagen vergleichen kann oder anknüpfen kann an das Zitat von Thomas Jefferson, was Harald vorhin analysiert hat. Wir sind eigentlich gewohnt, diskursanalytisch, seit Foucault diskursanalytisch an Machtverhältnisse ranzugehen und die so zu evaluieren und zu entlarven. Die Ideologiekritik ist eine Technik, die in den 60er, 70er Jahren an den Universitäten stärker verwendet worden ist, die ein bisschen pauschaler urteilt, die aber sozusagen den einen Vorteil hat, dass sie nämlich als wirklich im marxischen Sinne notwendig falsches Bewusstsein auch berücksichtigt, dass die Menschen in ihrer Unfreiheit nicht anders konnten, als falsch zu denken. Und die Analyse des falschen Denkens und die Bedingungen, die dieses falsche Denken erzeugen, sind die Ideologiekritik. Also ich würde dann Thomas Jefferson nicht in Schutz nehmen, aber zumindest versuchen, die Kriterien zu entwickeln, unter denen er zu diesem Schluss kommen musste, dass Menschen, dass Schwarze oder Afroamerikaner erst noch beweisen müssten, dass sie lange Melodien komponieren können. Das wäre sozusagen der Unterschied im Ansatz von der Ideologiekritik zur Diskursanalyse. Das sind hier zwei kurze Sentenzen dazu. Deckt die mangelnde Übereinstimmung von Denken und Sein auf. Übereinstimmung von Denken und Sein gibt es dann, wenn wir uns alle befreit haben, also nach der Revolution. Die hat aber, wie Sie alle wissen, noch nicht stattgefunden. Ja, und das ist eben die Analyse der Entstehung dieser Diskrepanz, habe ich gerade erwähnt. Was ist die Ideologie selber? Sie ist kein falsches Denken, sondern sie ist das notwendig falsche Denken, das Ergebnis gesellschaftlicher Verhältnisse, die im Denken Schranken setzt, weswegen wir nicht richtig denken können. Dazu gehört zum Beispiel zu denken, dass ein Komponist ein weißer Mann sein muss. Das ist sozusagen kein Fehlverhalten eines Einzelnen, sondern das ist ein Ideologem, dem wir folgen, wenn wir, sagen wir, vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren ein künstlerischer Leiter eines Festivals gewesen sind. Und heute ist dieses Ideologem in Frage gestellt, dadurch aufgelöst und erweitert. Und das heißt nicht, dass wir jetzt in einem ideologiefreien Raum leben, sondern eigentlich einer anderen Ideologie unterworfen sind, die es ebenfalls zu analysieren gilt. Soweit komme ich wahrscheinlich heute nicht, aber ich wollte sagen, das ist die Prämisse meines Denkens. Ich kann nachher auch ein bisschen sagen, warum ich das erzähle und warum das wichtig für mich ist, denn in dem Nachgang zu den kuratorischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, kamen dann noch bestimmte Fragezeichen, vor allem in Bezug auf Nachhaltigkeit der Veränderung, die wir wirklich umsetzen können. Derjenige, der handelt, das habe ich gerade schon versucht anzudeuten, ist immer davon überzeugt, dass er das Notwendige und Richtige tut.
Das gilt für den Menschen, der den Auftrag nur an weiße männliche Komponisten vergeben hat in Donaueschingen in der 70er Jahre, genauso wie für mich, der ganz sicher war, er muss jetzt auch Composers of Color berücksichtigen. Wir beide waren, also Herr Häusler und ich, waren immer der Meinung, dass wir das Notwendige und Richtige tun. Ja, das ist sozusagen die Voraussetzung des Handelns. Nachträglich Herr Häusler vorzuwerfen, dass kein Composer of Color in Donaueschingen gewesen ist, macht eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn. Es ist eher sozusagen eine Beschreibung eines Zustands, in dem er agiert hat. Ja, es gibt Selbstverständlichkeiten, die nicht hinterfragt werden. Das war auch in dem Zitat, wo ist Frau Daudet? Hat sich jetzt irgendwo anders im Raum versteckt. Zitat von Henschel, dass man sie nicht hinterfragt. Das ist auch Teil der Ideologie. Dann ist es so, dass man sich einen gewissen Habitus und Gewohnheiten aneignet, wie man zu kuratieren hat. Was ist ein Komponist, wie sieht ein Künstler aus und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die man nicht leicht überwindet, wenn einen nicht jemand dazu zwingt oder zumindest auffordert, das zu tun, oder man das Gefühl hat, dass man durch einen gesellschaftlichen Druck oder Diskurs dazu gebracht wird. Und dann gibt es ein Bild oder eine Idee oder ein Zitat, das Membran der Gewohnheit, das könnte diesen Habitus und diese Gewohnheiten beschreiben. Dieser Begriff, die Membran der Gewohnheit, ist von einem Kollegen von mir, der aktuell das Beethoven-Fest in Bonn leitet, Steven Walter. Steven Walter sprach davon, dass unser kuratorisches Handeln hinter einer Membran oder umschlossen von einer Membran der Gewohnheit stattfindet, mit dem Ergebnis, dass wir nicht sehen, was hinter der Membran ist, denn die verstellt den Blick, aber mit der Chance, diese Membran, denn die Membran ist ein feiner Stoff, den man leicht durchbrechen kann, man muss sie öffnen, aufreißen und dann kann man darüber hinausschauen. Es ist aber der Akt des Kuratierenden notwendig, um die Membran zu durchbrechen, und das ist natürlich unbequem, das muss man auch sagen. Wir sind von Natur aus faul, also ich bin es zumindest, und es ist nicht schön, aus seiner Gewohnheit herauszugehen und Dinge zu tun, von denen man nicht weiß, was passieren wird, oder auch, wie George vorhin schon angedeutet hat, sich vielleicht auf das Urteil anderer verlassen zu müssen, weil man etwas nicht weiß. Ja, das sind sozusagen so wie die Ideologie in das kuratorische Denken hineinspielt, zumindest nach meinem Empfinden. So, jetzt kann man das kuratieren, man kann auf unterschiedliche Weise kuratieren. Es gibt Möglichkeiten, das übliche Modell der künstlerischen Leitung, das habe ich hier etwas gemein und böse als Autokratie beschrieben, zu durchbrechen. Man könnte auch sagen, solistisch oder einsam oder alleinherrschend, wie auch immer, aber es ist sozusagen das übliche Modell, ist eigentlich eine Person, ist künstlerischer Leiter, künstlerische Leiterin und trifft die Entscheidung und trägt die Verantwortung. Dazu gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, die auch in den letzten Jahren, mehr noch in der bildenden Kunst als in der Musik, der Diskurs ist ein alter Diskurs, den muss ich nicht nochmal aufwärmen an dieser Stelle, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, eine Entscheidung darüber zu treffen, was in einem bestimmten Rahmen gezeigt und aufgeführt wird. Zum Beispiel kann man ein Kollektiv bilden, das kuratiert, man kann eine Jury einsetzen, die aus Einsendungen etwas auswählt, man kann einen Gastkurator dazu einladen, man kann das Losverfahren sprechen lassen, das ist etwas, womit ich mich gerade sehr beschäftige. Die Volkswagen Stiftung entscheidet per Los darüber, welche Stipendien vergeben werden, oder zumindest in einer bestimmten Stufe der Entscheidung entscheidet das Los. Das hat sehr viele Vorteile, zum Beispiel in Bezug auf Familienverhältnisse, die George vorhin angesprochen hat, die zu überwinden sind. Das Los hat keine Familien, der Zufall hat keine Familienzugehörigkeit, der ist total objektiv, der Zufall. Und außerdem ist er ein bisschen risikofreudiger, als wir sind, weil er auch manchmal Dinge fördert, die wir nicht kennen. Das sind alles Dinge, die das Los kann, die der Mensch nicht kann. Also es ist gar nicht so ein zynisches Instrument, wie es auf den ersten Blick wirkt. Demokratische Verfahren gibt es auch, man kann abstimmen lassen darüber, was gespielt werden soll. Und zuletzt war ich in Straßburg bei dem Festival Musica, wo mein Ex-Kollege Stefan Roth tatsächlich ein Publikum-Kuratorium, was ist der mit mehreren Menschen, ja, Kuratorium gebildet hat, die ein Konzert als Publikum des Festivals für das nächste Jahr kuratieren dürfen. Das sind jetzt alles Möglichkeiten, um die Autokratie aufzulösen. Ich zeige das nur, weil es im Prinzip darum geht, andere Modelle zu finden. Warum ist es interessant, andere Modelle zu finden? Man kann die Machtverhältnisse relativieren. Die ersten drei gehören zusammen. Dadurch die Hierarchien, die in dem Arbeitsprozess stecken, auflösen und die Legitimation der Entscheidung, die getroffen worden ist, erhöhen.
Wichtiger aber eigentlich noch ist der letzte Punkt, nämlich unerwartete Ergebnisse. Man kann tatsächlich zu Dingen kommen, wo man alleine nicht hingekommen wäre, weil sie einem gar nicht eingefallen wären. Und das ist der Punkt, an dem ich mich befunden habe, als ich 2014 die Donaueschinger Musiktage übernommen habe und mich gefragt habe, was ist eigentlich meine Rolle, meine Aufgabe, meine Pflicht und was kann ich nicht als künstlerischer Leiter eines Festivals. Ich muss sagen, ich habe 2014 im ziemlich tragischen Moment das Festival übernommen. Der Leiter der Musiktage war an Krebs gestorben und ich habe dann sozusagen ins kalte Wasser geschmissen worden und habe dann auch 2015, 16 noch zum großen Teil Programme umgesetzt, die er schon geplant hatte. 2017 war dann das erste Jahr, dass ich dann ganz eigenständig kuratiert habe. Dann habe ich zum Beispiel auch eingeführt eine Lecture-Reihe, wo der Lecturer George Lewis hieß damals, über das Kreolische in der Musik, was heute ja auch tatsächlich noch mal kurz vorkam, oder nicht das Kreolische in der Musik, ein musikalischer Kreolismus, wäre das eine gute deutsche Übersetzung? Ja, so in etwa. Genau. So, jetzt kommen ein paar Beispiele. Was habe ich versucht, damit ich mich von der Autokratie befreien kann. Und ich komme auch gleich wieder zu einem Composing by Black Zusammenhang, aber erst kommen ein paar andere Beispiele. Das erste war, dass ich einen Gastkurator eingeladen habe, Michał Libera, ein polnischer Kurator, Dramaturg, Musiker, der ein Konzert veranstaltet hat, das hieß etwas ironisch Minor Music. Und dort spielte zum Beispiel der amerikanische Folk- und Indie-Gitarrist Eugene Chatburn unter dem Titel German Country and Western, Johann Sebastian Bach auf dem Banjo. Also es war eine etwas leicht ironische, auch viel kritisierte Veranstaltung. Da gibt es noch eine Wagner, Persiflage, Isolde, Brangäne und Mark und so weiter. Es sind Dinge, die jemand macht, der ein sehr distanziertes Verhältnis zur neuen Musik hat, was ich nicht habe als Leiter der Donaueschinger Musiktage. Das war auf jeden Fall ziemlich erfrischend, sagen wir jetzt mal. Ja. Dann habe ich im gleichen Jahr den amerikanischen Komponisten und Künstler Bill Dietz eingeladen. Der kam mit der Idee, er möchte gerne eigentlich das Publikum ein bisschen anleiten, wie man gut klatscht. Er hat eine L'École de la Claque gemacht, die Schule des Klatschens, und hat eigentlich viele Veranstaltungen auf sehr schöne Weise begleitet. Andere hat er auch regelrecht gestört. Es gab unfassbare Auseinandersetzungen. Ich musste mich sehr beschimpfen lassen von den Komponisten, was diesem jungen Mann da einfiel, wie ich diesen Menschen gestatten könnte, die Aufführungen in irgendeiner Form zerstören. Das Ganze kulminierte dann in einem, das ist leider ein ganz blödes Foto, das einzige, was ich habe. Es war so, wir haben dann ein Fake-Werk in Auftrag gegeben, das hat jemand unter Pseudonym geschrieben, einfach so eine Art von neue Musik, bla bla, 5 Minuten, und das wurde dann vom Orchester gespielt, um vom Publikum gestört und abgebrochen zu werden. Und dann stürmten die Leute auf die Bühne, also aus der L'École de la Claque, und brachten das Orchester dazu aufzuhören, zu spielen. Ein Riesenskandal, alle schrien, ihr spinnt, haut ab und so. Also es ist voll aufgegangen, aber hat sehr viel Unmut. Also ich muss sagen, Sie sehen, ich bin sehr grau. Dieses Konzert hat viel mit meiner Haarfarbe zu tun. Ja? Aber es war ein interessanter Versuch, auf eine andere Weise nochmal in das Festival hineinzugehen. Dann kommt jetzt ein Beispiel aus dem Jahre 2019, das hat eine Vorgeschichte in dem von George Lewis bereits erwähnten Projekt Defragmentation. Defragmentation war ein Zusammenschluss von 4 Festivals. Dazu gehörte auch die Donaueschinger Musiktage, aber auch das Ultima Festival in Oslo, die Märzmusik und die Darmstädter Ferienkurse. Und das war das Schlimmste, was wir hätten tun können, von 4 weißen Männern geleitet wurde. Und 4 weiße Männer haben sich zusammengetan, um zu belegen, wie wir die Zukunft der neuen Musik gestalten. Das war eine ziemlich beschissene Idee, muss ich heute im Nachhinein sagen. Aber wir haben noch nicht so viel darüber nachgedacht. Das kam sozusagen erst als Teil von Defragmentation, ist uns das langsam aufgegangen, dass das nicht gut war. Wir haben verschiedene Sektionen gehabt und ich war zuständig für die Sektion Technik und technische Entwicklung. Und wir hatten eine kleine Gruppe. Dazu gehörte Camilla Baker aus London und ein kalifornischer Klangkünstler, dessen Name mir gerade nicht einfallen will. Tim Perkins, danke. Genau. Und dann habe ich die beiden gefragt, kann eine Maschine mich
ersetzen als künstlerischer Leiter. Und dann haben wir das ausprobiert und das Ergebnis ist, dass wir eine Art von AI haben programmieren lassen. Nick Collins von der Durham University hatte da schon sozusagen einen ersten Prototyp und hat dann gesagt, gut, wir machen einen Curator, AI-Curator, der ein Konzert kuratiert in Donaueschingen, aber ich mache das nur, wenn das Konzert wirklich stattfindet. Das war Voraussetzung dafür, dass er das Programm schreibt. Das Programm wurde dann gefüttert mit 100 Klavierstücken, die es gut finden sollte. Und dann hat er gesagt, 50 Männer und 50 Frauen, damit 100 Werke zustande kommen. Wir haben dann 50 männliche Komponisten, 50 Klavierwerke von männlichen Komponisten gefunden. Es war nicht so leicht, 50 Klavierwerke von Frauen zu finden. Ich musste tatsächlich einen Studenten anheuern, der die Klavierliteratur durchsucht hat, damit wir dann genug Werke auch von Frauen haben. Aber wir hatten hinterher 100 Werke. Und dann gab es einen Prototyp, den haben wir 2018 in Darmstadt gezeigt. Und das sieht man hier ein Foto von. Das ist ein bisschen, also wenn Sie da oben sehen in dieser Zeile, in dem kleinen Fenster, da steht Seiler und Waldorf. Wie heißen die beiden in der Muppet Show? Die heißen so ähnlich? Ja, genau, Steht und Waldorf. So hat der Programmierer dieses Fenster genannt. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, IT-Humor, sehr nerdy. Auf jeden Fall konnte man Musik laufen lassen und während man die Musik hörte, gab es verschiedene Informationen, die der Computer einem gesagt hat zu dem, was er hörte. Nämlich, weil er wusste, welche Werke von Männern und welche Werke von Frauen waren, die er gelernt hatte, hat er eine Vermutung angestellt, ob die Musik von einem Mann oder einer Frau ist. Da lag er wirklich überraschend oft daneben. Das war sehr interessant. Und dann hat er einem gesagt, ob das jetzt gute oder schlechte Klaviermusik ist. George kam damals auch rein, hat tatsächlich ein Klavierstück von sich selber laufen lassen. Marina Rosenfeld kam auch rein, hat gesagt, spiel mal was von Schubert bitte. Dann habe ich gesagt, hast du keine eigene Klaviermusik? Da meinte sie nur, ich lasse meine Musik doch nicht von einer Maschine beurteilen. Und dann haben wir Schubert gehört, die überraschenderweise als schlecht befunden wurde von der Maschine. Am Ende des Prozesses gab es ein Call for Piano Recordings und Komponisten konnten Aufnahmen einschicken. Wir hatten 87 Einsendungen aus 25 Ländern. Und davon sind 3 ausgewählt worden, die dann von Joseph Houston 2019 in Donaueschingen gespielt worden sind. Das Enttäuschende an dem Ganzen, also der Prozess hat im Großen und Ganzen gut geklappt, aber das Enttäuschende war, dass diese 3 Werke von Dong Myung Kim, Patricia Martinez und Andres Guadarrama jedes für sich vollkommen in Ordnung waren, aber die klangen fast alle 3 identisch. Es waren sehr flächige, langsame, wolkige Klavierstücke mit viel Pedal und viel gleichzeitig gedrückten Tasten. Ich muss gestehen, das ist das Beispiel, was ich jetzt habe, was am schlechtesten gealtert ist, weil das Problem könnte man heute sehr viel leichter lösen, da bin ich ganz sicher. Da gibt es andere Instrumente im Internet, die einem da helfen. Und auch das Problem der Gleichheit der Werke hätte man sicherlich heute, hätte man ChatGPT sagen können, die Werke sollen ein bisschen abwechslungsreich sein, damit das Konzertprogramm schöner ist. Das konnten wir damals noch nicht. So kam es dann zu diesem Konzert. Und ich muss sagen, das war jetzt interessant und enttäuschend zugleich. Und ich habe auf jeden Fall nur wenig Schuld daran, was aufgeführt worden ist. Das war für mich sozusagen ja das, was ich eigentlich wollte. Allerdings hat man natürlich beim Prozess, welche Klavierwerke werden ausgewählt zum Füttern und Lernen, hat man dann doch wieder auch beeinflusst, ob man jetzt Feldman oder Ferneyhough, waren natürlich beide dabei, nimmt und so weiter und so fort. Genau, das hier ist nochmal das Konzertprogramm, aber das muss jetzt nicht interessieren. Dann kam 2020, das war das Corona-Jahr. Das ist ein Projekt, das George, glaube ich, auch kurz erwähnt hatte. Es ist so, dass 2018 die jamaikastämmige Sängerin aus London, Elaine Mitchener, auf mich zukam und mich gefragt hat, ob ich mir eine Produktion vorstellen könnte. Und wir haben dann entwickelt, also sie hat entwickelt, ich habe das kuratorisch begleitet, ein Stück, was, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch hier in Berlin bei der Märzmusik zu hören war, The Practice, Being Human is, Entschuldigung, ich muss kurz vorspulen und bei mir selber spicken. On Being Human as Praxis heißt das Stück. Das Stück ist in Donaueschingen tatsächlich gefilmt worden. Es gibt einen unglaublich gut produzierten Film. Das Festival ist abgesagt worden, aber weil die Proben schon begonnen hatten, durften die zu Ende proben und das filmen.
Es war tatsächlich, Sie haben vorhin den Ausschnitt gehört in einem Interview mit mir von 2020, wo ich behauptet habe, es gibt sehr wenige Komponisten, die Composers of Color, die in Donaueschingen aufgeführt worden sind, aber George hat das schon richtig gestellt vorhin, es gab 0. Bis zu diesem Konzert, wo dann Jason Yard, Montana Roberts, George Lewis als 3 Composers of Color Aufträge bekamen, außerdem noch Tansy Davis und der Non-Binary Laure Hindel, waren die 5 Komponisten in dem Stück. Es ist halt wirklich schade, dass es keine öffentliche Aufführung gefunden hat, die ist dann Gott sei Dank jetzt nachgeholt worden. Das ist etwas, was passiert ist, weil es einen Dialog gab. Ich glaube, das ist wahrscheinlich beim Kuratieren und jeder, der schon mal ein Konzertprogramm sich ausgedacht hat, auch klar, dass das, glaube ich, der wichtigste Faktor ist, dass man sich unterhält und austauscht und zuhört und Dinge kennenlernt, die man selber nicht kannte, so wie Sie sich ja auch auf die Expertise von George Lewis und Harald Kesio eingelassen haben, um dieses Konzert Saison zu machen. Genau. Das war also etwas, was sehr auf Elaine Mitcheners Initiative und auch ihr Wissen zurückgeht. Das ist im Rahmen, Sie können das wahrscheinlich gar nicht lesen von da hinten, aber ist jetzt auch gerade in diesem Zusammenhang nicht so wahnsinnig wichtig. Genau. Und dann kommt das letzte Projekt, über das ich reden möchte. Das war das 100-jährige Jubiläum. Bin ich in der Zeit okay eigentlich? Ja, oder 5 Minuten? Okay. Das ist Donaueschingen global ist entstanden, weil die Donaueschinger Musiktage 100 Jahre alt wurden. Und die Kulturstiftung des Bundes, die das Festival fördert, kam auf mich zu und sagte, wir würden gerne was machen, was nicht ein Feuerwerk ist, sondern das vielleicht ein bisschen nachhaltig auch wirken kann. Und ich habe gesagt, ja, ich würde wahnsinnig gerne mehr Künstler, Komponisten, Musiker aus dem außereuropäischen Raum haben, aber ich kenne mich einfach nicht aus und ich weiß nicht, wen ich da einladen soll. Und so kam Donaueschingen global zustande mit dem Folgenden, also es war eine sehr großzügige Finanzierung, das ganze Projekt hat 400.000 € bekommen und wir hatten ein Team von Researchern, es waren 4 Stück am Anfang, es hat sich hinterher ein bisschen geändert, die erstmal 10.000 € bekamen und ein Jahr Zeit, nur um zu reisen und in bestimmte Regionen zu gehen, von denen wir nicht, oder wo sagen im europäischen Westen oder der neuen Musik in Europa nicht bekannt ist, welche Form von experimenteller Musik es da gibt. Und so ist der Norden von Südamerika, Zentralasien, Südostasien, der Norden Afrikas und der Nahe Osten und das subsaharische Afrika von verschiedenen Menschen bereist worden. Viele Gespräche haben stattgefunden und so weiter und so fort. Die Namen, auch die können Sie nicht sehen, aber ich sage Ihnen ganz kurz, Alejandra Castro ist in den Norden Südamerikas gereist. Camila Medvali, die jetzt die Märzmusik leitet, war damals Researcherin, die im Norden Afrikas und im Nahen Osten war. Und der dritte wichtige Name ist Du Yun, die chinesische Komponistin, die jetzt in den USA lebt, die tatsächlich in Zentralasien und in Südostasien gewesen ist. Der hat eine Dramaturgin, eine Projektkoordination und noch 2 externe Beraterinnen, Julia Gerlach, die Sie in Berlin auch kennen, von der Akademie der Künste, und Elke aus dem Moore, die damals noch Leiterin der Akademie Schloss Solitude war und an dem gleichen Thema interessiert war. 2018 gab es Konstitutionstreffen, 2019 war das Reisejahr, Ende 2019 sind die Aufträge vergeben worden, 2021 hat das Konzert stattgefunden. Das ist der Reader, den George vorhin auch schon gezeigt hat, den haben Elisa Erdglanz und Katja Held herausgegeben. Das ist eines der Programme, die stattgefunden hat. Ich zeige mal kurz ein Foto, das ist das Ensemble Omnibus aus Usbekistan, die eingeladen wurden und es wurden 4 Aufträge vergeben. Man sieht schon, dass hier stark auch andere Elemente mit hineinspielen als jetzt nur die Partitur. Das sind tatsächlich alles Aspekte, die das Ensemble mit hineingebracht hat, die stark vom Sophismus her inspiriert sind, diese Gesten. Und es gibt noch einige andere Entscheidungen, die ein bisschen problematisch waren, die ich gleich kurz erzähle. Aber erstmal haben wir einen Komponisten aus dem Bahrain, einen Komponisten aus Thailand, Piawat Luila-Prasad, eine Komponistin aus China, Xin Yi, die nicht da sein konnte, die ich nie kennengelernt habe, dann auch, interessanterweise. Man hat dann auch nicht mehr die gleiche Nähe zu den Aufträgen, die vergeben werden, muss ich wirklich sagen. Es ist schon so, dass man auch eine Distanz zulässt.
Und trotzdem trägt man natürlich die Verantwortung. Und Onur Dülger, der im gleichen Jahr ist auch ein Werk von Didem Coşkun in Donaueschingen aufgeführt worden. Das sind auch die ersten beiden türkischen Komponisten, die hier in Donaueschingen gespielt wurden, nach 100 Jahren in einem Land, in dem ungefähr 5 Millionen türkeistämmige Menschen leben. Gut, jetzt sehen Sie oben diesen Punkt. Über diesen Punkt haben wir sehr lange gestritten, denn der Punkt, das war der Donaueschingen-Globalpunkt. Jetzt ist die Frage, will man das markieren und sagen, seht her, hier ist was Besonderes? Also sozusagen eine Art von Schaufenster bauen, was schon den Verdacht des Exotismus auch mit sich bringt, oder lässt man den Punkt weg und tut so, als wäre es ein ganz normales Konzert. Da wir so viel investiert haben, es so wichtig war, Donaueschingen global auch sozusagen als eine Initiative und Projekt zu zeigen, haben wir den Punkt gesetzt. Es ist genauso falsch gewesen, wie ihn nicht dahin zu setzen. Was ich sagen möchte ist, man kann, wenn man sich auf solche Dinge einlässt, wo man selbst sehr unerfahren ist, wo es vielleicht auch noch nicht so viele andere Menschen Erfahrungswerte haben, sehr, sehr viel falsch machen und es ist unglaublich viel schiefgelaufen. Isabel, du hast von Angst gesprochen. Sehr viele Menschen sind ängstlich, wenn es darum geht, sich auf etwas einzulassen, wo die nicht wissen, was passiert. Man muss dann aber diesen Menschen sagen, bitte habt keine Angst und haltet es einfach aus, denn sonst passiert nichts. Also zum Beispiel gab es unglaublichen Streit bei Donaueschingen Global, weil einige Künstler nicht aufhörten, Geld zu fordern. Was ich nicht wusste, ist, dass diese Menschen immer nach Geld fragen werden, weil das Geld bringen sie nach Hause und da verteilen sie das unter den Leuten, die bei ihnen, mit denen sie zusammenleben und ihre Freunde. Und sie müssen, wenn sie zurückkehren, denen sagen, wir haben so viel Geld mitgebracht, wie es ging, mehr war nicht drin. Und für mich wirkte es immer wie Gier und Unverschämtheit, dass sie jetzt noch mehr Geld haben wollten, aber es war gar nicht so gemeint. Ein Missverständnis, was erst sehr spät aufgeklärt worden ist und dann war es viel einfacher, damit umzugehen. Ein anderes Erlebnis war, dass eine Künstlerin zu mir gesagt hat, also vielen Dank für die Einladung zu Donaueschingen Global, but I don't want to be part of your human zoo. Und das hat sehr wehgetan, das zu hören, aber natürlich hat diese Künstlerin auch recht auf eine gewisse Weise. Ja? Denn was bilde ich mir ein, als weißer Mann, mich jetzt hinzustellen und zu her, schaut her, wie toll ich bin, ich lade euch jetzt alle nach Donaueschingen ein. Komme ich gleich am Ende noch kurz zu. Also es war nicht schmerzfrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war musikalisch extrem erfüllend. Auch dieses Konzert war total interessant. Das ist hier auch noch in Berlin nochmal wiederholt worden. Auch in der Akademie der Künste damals ist es eingeladen worden. Aber zum Beispiel hat das Ensemble die Werke zerschnitten in kleine Teile und nicht alle Werke sind am Stück aufgeführt worden. Und während man im Publikum saß und das Konzert hörte, wusste man auch nicht, was man gerade hörte. Also es war völlig unklar, welcher Komponist gerade aufgeführt wird. Für manche Komponisten war es ganz schlimm, andere sind damit entspannter umgegangen. Aber es war sozusagen, auch da gab es viel Diskussionsbedarf. Gut, dann gab es, zeige ich einfach noch Stilou, das ist ein Künstler, ich muss aufhören, ja, okay, gut, aus Afrika, der hat eine Performance gemacht, es gab eine Performance-Reihe und das ist mein Schluss. Das sind 3 Punkte, postkoloniale Praxis und Diversität. Wir sind in einem Punkt, ich habe vorhin von Ideologien gesprochen und Selbstverständlichkeiten, in einem Punkt, wo das Bewusstsein dafür, dass sich etwas ändern muss, da ist. Die Frage ist, unter welchen Vorzeichen oder wie ist das sozusagen sedimentiert in unserem Denken? Mir ist aufgefallen, und das sage ich vielleicht nachher, zum einen, das habe ich am Anfang oft zitiert, Sandip Bhagwati kennen Sie vielleicht, ist ein indienstämmiger Komponist ein deutscher Komponist, der indienstämmig ist, der mittlerweile in Zürich und in Montreal lebt. Und Sandip als Composer of Color darf sich vielleicht auch ein bisschen lustig machen über den Postcolonialism und er hat den Postkolonialismus The White Man's Guilt Trip genannt. Das ist auf der einen Seite ganz witzig, auf der anderen Seite muss ich sagen, ist es aber sozusagen eine krasse Verkennung dessen, was auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der Leute, die dafür kämpfen, dass Composers of Color in die Konzertprogramme kommen, stattfinden und die sind nicht dazu da, was sie tun seit Jahren und Jahrzehnten. Ich weiß, zum ersten Mal habe ich einen Vortrag über Postkolonialism in der Uni in Köln 1993 gehört. Also seit wirklich über 30 Jahren wird an diesem Thema gearbeitet und gedacht. Und das ist nicht nur the white man's guilt, sondern es sind auch Menschen, die mit Leidenschaft dafür kämpfen, dass das passiert. Ja, und der letzte Punkt, Diskursreflex oder Strukturwandel, bezieht sich nochmal auf das Sedimentieren des Themas. Mir ist aufgefallen,
dass es schwieriger wird, über das Thema zu reden. Es gab eine Zeit lang war das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit wichtiger. Jetzt ist das Thema Austerität, Sparzwang, Geld, Netzwerke, Solidarität wichtig. Und es wird schwieriger, Leute zu finden, die das Thema machen. Und das Schlimmste, was passieren kann, wenn es ein Modethema gewesen ist, was uns 3-4 Jahre im Konzertsaal beschäftigt hat und jetzt vorbei ist, deswegen begrüße ich das so wahnsinnig, dass diese DSO-Saison dieses Jahr so stattfindet. Das ist einfach toll, es muss weitergehen und es darf nicht aufhören. Das ist eigentlich das Schlusswort, was ich sagen wollte. Danke.